Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Woher nimmt Real Madrid eigentlich das ganze Geld für diese Transfers? Ich glaube, diese Frage haben wir Madridistas uns in den letzten Wochen alle schon hier und da mal gestellt. Und heute habe ich einen sehr interessanten Artikel, eine sehr interessante Information für euch, warum der Deal mit Adidas da einen großen Anteil an diesem Transferfenster von Real Madrid hat. Was ich damit meine, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und Informationen aus Italien vom Corriere dello Sport. Sie berichten, Inter Mailand ist grundsätzlich bereit, über Bastoni zu verhandeln, den Lieblingsinnenverteidiger von José Mourinho. Was da los ist und vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, und lasst mich heute dieses Video mit einem Schockmoment starten. Ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, ich konnte es kaum glauben. Ich hatte vor einigen Monaten darüber berichtet, dass Roberto Carlos in Brasilien so eine Art Herzproblem hatte und im Krankenhaus war etc. Und am Ende stellte sich raus, das war alles halb so schlimm. Bei wem es aber nicht halb so schlimm ist, ist Fernando Gago. Die Älteren von euch werden ihn noch kennen, ein Mittelfeldspieler, den Real Madrid damals im Wintertransfermarkt mit einem Gonzalo Higuaín zusammengeholt hat. Sofort Stammspieler bei Madrid. Der ist jetzt Trainer und ich zeige euch jetzt mal den Artikel. Gagos ärztlicher Bericht nach einem akuten Herzinfarkt. Er unterzog sich einer Angioplastie mit Implantation eines Corona-Stents. Der Trainer der Universidad de Chile unterzog sich einer Operation zur Behandlung einer koronaren Herzkrankheit, die durch eine Verstopfung im mittleren Arteriensegment verursacht wurde. Also, machen wir es kurz, Fernando Gago mit einem akuten Herzinfarkt. Und der musste jetzt Stents rein operiert bekommen. Wie alt ist der? Der ist so alt wie ich und wesentlich fitter. Also Gott sei Dank habe ich jetzt wieder mit Sport und Diät angefangen, aber ich war im Schock und naja, Gago, ich drücke dir alle Daumen, alle Kraft dieser Welt, dass du da gesund wieder rauskommst und deine Trainertätigkeit weiter ausüben kannst. Ja, wie gesagt, diesen Schockmoment wollte ich mit euch teilen, aber ihr habt selber gelesen, er ist auf dem Weg der Besserung. Ja, und kommen wir jetzt zu besseren Nachrichten, kommen wir jetzt zu Marius WM-Ecke. Yo soy español, 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 yo soy... Spanien ist endlich angekommen bei dieser WM mit einem überragenden 4:0 Sieg gegen Saudi-Arabien. Es war ein ganz anderer Auftritt als gegen Capo Verde. Das ist das Spanien, was ich sehen wollte. Das ist das Spanien aus der EM mit dem offensiven Vollpressing, mit dem schönen Angriffsfußball, mit einem Oyarzabal. Ey, warum holt Madrid den eigentlich nicht? Der Typ ist ein absoluter Goat. Ich habe den Oyarzagoat gestern genannt, wieder mit einem Doppelpack. Ja, und ich muss sagen, Spanien zur Halbzeit stand es schon 3:0 und Spanien, wie gesagt, sehr, sehr stark. Und das, obwohl Pedri einen rabenschwarzen Tag hatte. Und jetzt kommt eine unpopular Opinion von mir. Ihr könnt mich wahrscheinlich in den Kommentaren erschlagen. Aber ich bin der Meinung, eine WM, eine kurze WM, da kommt es auf die Tagesform, auf die Form, an die du zu dieser WM bringst. Ich sage immer wieder, der Grund, warum Spanien die EM gewonnen hat, war, weil Dani Olmo, Merino, Lamine Yamal, Nico Williams etc. alle auf grünen Pfeil nach oben hatten, alle eine Topform hatten. Und Pedri, beide Spiele sehr enttäuschend. Ja, und Spanien braucht Pedri nicht. Also ich weiß, wie gesagt, unpopular Opinion, aber das hat man bei der EM gesehen. Der ist im Viertelfinale gegen Kroos rausgetreten wurde nach 3 Minuten. Und danach hat Spanien mit Dani Olmo die besten Spiele des Turnieres gemacht. Gegen Deutschland, gegen Frankreich und auch im Finale gegen England. Spanien hatte gestern draußen einen Fabian Ruiz von Paris Saint-Germain, den ich überragend finde. Ein Zubimendi hat keine Minute gespielt. Du hast einen Rodri, der eine gute Form mitbringt. Du hast einen Dani Olmo, der spielen muss. Wie gesagt, das hat nichts mit Barcelona zu tun. Dani Olmo muss spielen oder Lamine Yamal, die spanische Nationalmannschaft braucht ihn auf jeden Fall. Also das hat nichts mit Barcelona oder Barca-Hate zu tun. Ich bin halt nur der Meinung, so ein Turnier, da musst du mehr auf die Form achten. Und wenn Pedri sie gerade nicht hat,
ja, dann ist das halt so. Naja, wie dem auch sei, ich bin sehr froh. Spanien ist endlich beim Turnier angekommen. Ja, wer nicht so richtig beim Turnier ankommt, ist Belgien mit Thibaut Courtois. Im ersten Spiel schon unentschieden und gestern gegen den Iran wieder unentschieden gespielt. 0:0. Und die Belgier tun sich schwer, um sich für Sechzehntelfinale zu qualifizieren. Ich drücke Thibaut Courtois natürlich die Daumen. Ja, für wen es wahrscheinlich sogar noch schwerer aussieht, ist Fede Valverde und Uruguay. Denn auch Uruguay hat im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien nur 1:1 gespielt. Und gestern gegen Capo Verde haben die 2:2 gespielt. Also Cap Verde, nachdem sie unentschieden gegen Spanien gespielt haben, holen die sich auch ein Unentschieden gegen Uruguay. Und Uruguay muss am letzten Spieltag gegen Spanien spielen. Und ich möchte jetzt hier nicht als arroganter Spanier dastehen und sagen, na, Uruguay hauen wir weg. Nein, so ist das nicht gemeint. Aber im Normalfall gewinnt Spanien eher gegen Uruguay als andersrum. Und wenn Uruguay am Ende mit 2 Punkten dasteht, dann war es das mit der WM. Also Fede Valverde könnte schon relativ früh aus der WM rausfliegen. Naja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf der einen Seite gönne ich Fede Valverde natürlich, dass er weiterkommt. Auf der anderen Seite bin ich Spanier und will, dass Spanien die Gruppe gewinnt. Naja, ein ausgeruhter Fede Valverde käme für Real doch auch nicht schlecht. Also ich drücke natürlich, wie gesagt, meinem Heimatland die Daumen. Und zu guter Letzt dann in der Nacht setzt sich Ägypten gegen Neuseeland durch. Nachdem sie 1:0 hinten lagen, gewinnen sie das Ding absolut verdient mit 3:1. Mo Salah, MVP des Spiels. Und heute, Leute, wird es interessant bei der WM. Zunächst einmal um 19 Uhr David Alaba gegen Lionel Messi. Österreich gegen Argentinien. Ich bin gespannt. Viele unterschätzen die Österreicher. Ich schau mal, wie die sich gegen den aktuellen Weltmeister anstellen. Doch auch danach sehr interessant. Frankreich ist wieder da. Kylian Mbappé, Ulis, Dembélé. Ich glaube, ich könnte die ganze Mannschaft aufzählen. Aber für uns vor allem interessant Mbappé, Tchouaméni, Konaté. Wobei Tchouaméni nicht spielen wird. Der hat gestern nicht trainiert und keiner weiß warum. Nicht, dass da irgendwas mit Transfers ansteht, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall spielt Frankreich heute gegen den Irak. Danach Norwegen gegen Senegal. Haaland, mal schauen, ob er wieder weitermacht. Der norwegische Kriegsgott, ob der weiter seine Tore schießt. Und zu guter Letzt um 5 Uhr Jordanien gegen Algerien. Ich schaue es mir nicht an. Egal, aber das ist das letzte Spiel. Das war's mit Marios WM-Ecke. Ja, und kommen wir jetzt zu Real Madrid. Da möchte ich 2 schnelle Themen heute mit euch besprechen. Auf der einen Seite die Frage, wie kann Real Madrid sich das eigentlich alles leisten? Wir haben durch Verkäufe kein großes Geld generiert, haben aber schon 4 Neuzugänge. Und da brauchen wir uns nicht anlügen. Ein Marco Correa, 50 Millionen plus Boni. Aber 50 Millionen bist du schon mal im Minus. Denzel Dumfries, Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Ein Bernardo Silva, auch wenn da theoretisch Ablöse 0 ist, der hat ein Handgeld bekommen. Man redet von circa 30 Millionen für ihn und seinen Berater. Ich glaube, sein Vater soll auch noch was bekommen. Also auch das sind 30 Millionen. Und ein Konaté ist auch nicht umsonst gekommen. Auch er wird ein Handgeld bekommen. Obwohl Madrid eigentlich dieses Handgeld auf die Gehälter verteilt im Laufe der Jahre. Trotzdem, Real Madrid hat einiges an Geld investiert. Dazu möchte Real Madrid ja noch einen Innenverteidiger holen. Dazu kommen wir am Ende des Videos. Möchte einen Mittelfeldspieler holen. Und wir hören die Namen. Ich habe euch gestern im Video gezeigt, wo die Preiskategorie da liegt. Da sind wir bei über 100 Millionen sehr wahrscheinlich. Und wie gesagt, auch ein Angreifer soll geholt werden. Ich sage den Namen nicht, bevor mich die Bayern-Fans wieder erschlagen. Aber wenn der kommen sollte, reden wir hier auch bei weit über 200 Millionen Euro. Und das Ganze muss hier irgendwie finanziert werden. Verkäufe ist Thema Nummer 1, aber ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, den wollte ich mit euch mal durchgehen. Und zwar geht es da um den Werbevertrag zwischen Adidas und Real Madrid. Adidas finanziert einen Superstar. Die Vertragsverlängerung mit Adidas bedeutet eine millionenschweren Finanzspritze für Real Madrid. Real Madrid wird rund 220 Millionen Euro erhalten und mehr Spielraum haben, um Mourinhos Kader zu verstärken. Die 220 waren mit Adidas und Fly Emirates. Da kommt ja noch HP dazu, das haben die gar nicht berechnet, sonst sind wir fast bei 300 Millionen. Aber lesen wir mal weiter.
Real Madrid hat abseits des Platzes eine der besten Nachrichten überhaupt erhalten. Adidas und der Verein haben eine Vereinbarung zur Verlängerung ihrer traditionsreichen Partnerschaft getroffen. Die Vertragsverlängerung mit dem Sportartikelhersteller ist ein wahrer Geldsegen für Real Madrid und wird dem Verein ermöglichen, die kommenden sportlichen Herausforderungen mit noch größerer Stärke anzugehen. Doch abgesehen vom sentimentalen Aspekt hat der Deal enorme wirtschaftliche Bedeutung. Die neue Partnerschaft wird Real Madrid Einnahmen von knapp 120 Millionen Euro bescheren. Diese Summe könnte sich dank der im Vertrag enthaltenen variablen Zahlungen, die hauptsächlich an sportliche Leistungen und die Vermarktung der Marke gekoppelt sind, sogar noch deutlich erhöhen. Im besten Falle könnte der Verein Einnahmen von rund 150 Millionen Euro pro Saison erzielen. Also, dazu wollte ich jetzt kommen. Real Madrid hat 120 Millionen Euro sicher und es könnten bis zu 150 Millionen Euro werden. Durch was? Durch sportlichen Erfolg und durch Marketingerfolg. Dieser Vertrag, der geht 10 Jahre. Und was bedeutet das? Wir reden hier über 1,2 Milliarden Euro. Aber jedes Jahr hast du noch einen Spielraum von bis zu 30 Millionen Euro, die du das Spiel erholen kannst durch sportlichen Erfolg und Marketingerfolg. Ja, und welcher Name fällt euch ein, der ein riesen Marketingerfolg für Real Madrid sein könnte und auch Adidas und ein sportlicher Erfolgsgarant für Real Madrid? Ja, jetzt nenne ich den Namen auch. Denn so hört man aus Spanien, das steht zwar in diesem Artikel nicht, aber Adidas würde es nicht mit schlechten Augen sehen, wenn Real Madrid sich einen absoluten Superstar holt. Warum? So ein neuer Transfer generiert natürlich Trikotverkäufe. Und ich sag jetzt mal, wenn als Beispiel ein Michael Olise nach Madrid kommt, der kriegt dieses wunderschöne weiße Trikot mit der 11 oder irgendeine Nummer, ich möchte jetzt hier keinen Spieler die Nummer klauen. Würden Leute dieses Trikot. Und dann, wenn du dadurch dann auch noch höheren sportlichen Erfolg hast, also ich schätze mal, eine Mannschaft mit Michael Olise ist immer etwas besser als eine Mannschaft ohne einen Michael Olise. Ich sage jetzt nicht, wenn der kommt, gewinnen wir die Champions League 10 Jahre am Stück. Absoluter Quatsch. Aber die Erfolgschancen erhöhen sich, wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast. Und wenn du als Madrid dann denkst, anstatt 120 kassieren wir die nächsten 3, 4, 5 Jahre, weil ich schätze mal, so lange hast du Marketingerfolg, sportlichen Mehrerfolg etc., vielleicht sogar die ganzen 10 Jahre, kassieren wir 30 Millionen extra im Jahr. Ja, rechnet das nochmal nur für 5 Jahre aus. Hast du schon 150 Millionen von Adidas mehr verdient. Im besten Fall 10 Jahre 300 Millionen mehr. Hast du den Deal schon wieder reingeholt. Mit ein bisschen an Gehalt. Also, wie gesagt, dieser Deal von Adidas, das hatte ich nicht auf dem Radar, deshalb wollte ich das mit euch teilen, hat noch diese Sonderklausel, dass durch guten sportlichen Erfolg und durch gute Marketingziele, also viele Trikotverkäufe, machen wir es kurz, diese Summe auf 150 Millionen Euro steigen könnte. Und das könnte einer der Gründe sein, warum ein Florentino Perez so hinterher ist, hinter einem Michael Olise. Der Typ ist wirtschaftlich ein Genie und wenn er sich sagt, durch diese Trikotverkäufe, was natürlich auch gut für Adidas ist, generiert Real Madrid so viel Geld. Wir kriegen auch den Boni von Adidas etc. Dann könnte ein Michael Olise theoretisch für Madrid gar nicht so teuer sein. Vor allem, wir wissen, wie Madrid das macht. 50% der Werberechte gehören auch noch Real Madrid. Also lasst einen Florentino Perez kochen. Ich glaube, der weiß schon, was er da tut. Ja, die Information wollte ich mit euch teilen. Vielleicht finanziert Adidas sogar so einen Megatransfer auf Dauer. Ja, bin ich gespannt. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und dann kommen wir zu einer Position, die vielleicht ein bisschen unsexy ist, aber wo Real Madrid sich deutlich verstärken musste und das schon seit 2 Jahren. Denn die Position, die bei Real Madrid in den letzten Jahren am verfluchtesten war die Innenverteidigerposition. Ich habe immer gesagt, der gefährlichste Job auf der gesamten Welt ist Innenverteidiger bei Real Madrid. Du hast eine verletzungsfreie Zeiterwartung von 2 Wochen. Danach kommt wieder die nächste Verletzung. Und Real Madrid hat sich ja mit Konaté schon verstärkt. Aber ein David Alaba ist auch gegangen. Und wie wir gestern gelesen haben, auch ein Raúl Asensio könnte Real Madrid verlassen. Es gibt 3 Namen, die Real Madrid auf der Liste hatte,
als Favoriten für den Innenverteidigerposition. Und ein Name ist jetzt weggefallen, nämlich Nico Schlotterbeck. Wie wir alle mitbekommen haben, in der deutschen Nationalmannschaft hat er sich anscheinend eine schlimmere Verletzung am Knie zugezogen. Das begräbt alle möglichen Transfergerüchte rund um Real Madrid. Es bleiben zwei Namen übrig, Rúben Dias und Bastoni. Ja, und zu Bastoni kommt eine Information aus Italien. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Real Madrid ist an Bastoni interessiert. Inter fordert 70 Millionen Euro. Mourinho hat das letzte Wort. Die Nerazzurri stellen dieselbe Forderung wie zuvor an Barcelona. Sie warten auf die Meinung des neuen Trainers. Ein Hauch von Spanien weht weiterhin Richtung Mailand und flüstert Alessandro Bastoni ins Ohr. Doch wehte er vor 3 Monaten noch aus Barcelona, so kommt er diesmal direkt aus der Hauptstadt, aus Madrid. Denn Real Madrid hat den Inter-Verteidiger erneut im Visier. Die beiden Clubs führten kürzlich Gespräche über einen Transfer von Denzel Dumfries, vorbehaltlich der Zahlung der 20 Millionen Euro Ausstiegsklausel im Dumfries-Vertrag und trafen sich vor wenigen Tagen in Spanien zum Corazon Classic Match. Ein Benefizspiel zwischen den Legenden beider Vereine. Das prestigeträchtige Event, das unter anderem Javier Zanetti zurück in Santiago Bernabéu brachte, bot auch eine willkommene Gelegenheit für ein Gespräch zwischen den Präsidenten. Der neu gewählte Florentino Pérez aß mit Beppe Marotta zum Mittag, der Inters jüngste Engagement bei dem ehemaligen Meister leitet. Und auch das Thema Bastoni kam zur Sprache. Inter Mailand hat seine uneingeschränkte Zustimmung zu dem Spieler bekundet, dessen Vertrag 2028 ausläuft und den die Nerazzurri mit mindestens 70 Millionen Euro bewerten. Dies ist dieselbe Mindestablösesumme, die sie auch in ihren Verhandlungen mit Barcelona nicht gesenkt hätten. Die Vereine, die Inter Mailand wegen Bastoni kontaktieren, mögen sich ändern, doch die Forderungen der Nerazzurri bleiben unverändert. Der Linksfuß gilt als Schlüsselspieler für den Verein und die Mannschaft und ihn zu ersetzen wäre nicht einfach. Gleichzeitig hält Inter es, wie schon beim Interesse des FC Barcelona, für realistisch, sich bei einem angemessenen Preis und unter optimalen Bedingungen von Bastoni zu trennen, um anschließend mit einem deutlich höheren Budget auf den Transfermarkt zurückzukehren. Also der Artikel geht noch ein bisschen weiter, dass José Mourinho im Endeffekt das letzte Wort hat, aber wir wissen ja schon von einem Látigo Serrano, ein José Mourinho liebt einen Bastoni und ihr habt es selber gelesen, die Informationen kommen aus Italien selber, vom Corriere dello Sport. Inter hält es für realistisch, sich für einen angemessenen Preis unter guten Bedingungen zu einigen. Inter Mailand könnte mit diesen 70 Millionen natürlich neu aufbauen. Und Inter Mailand, wenn sie für eine Sache bekannt sind, ist dafür, dass sie gute Transfers getätigt haben in der Vergangenheit. Immer wieder, die kennen natürlich den italienischen Markt besser als Madrid es je könnte und die werden da schon ihren Ersatzinnenverteidiger finden. Wenn es in Italien an einer Sache nicht mangelt, ist es wahrscheinlich an guten Innenverteidigern. Die haben jetzt wohl auch einen sehr, sehr guten rechten Verteidiger an der Angel von Palermo, wenn ich mich nicht täusche. Also für das Geld, was sie von Dumfries bekommen haben. Also wie gesagt, Inter weiß schon, wenn die Geld haben, könnten die theoretisch einen neuen Spieler kaufen. Und wie ihr gehört habt, sie werden grundsätzlich auch offen zu verhandeln für ca. 70 Millionen Euro. Bastoni, Champions League Finale mit Inter gewesen, Meister gewesen, sehr, sehr stabiler Innenverteidiger. Ich finde ihn richtig stark. Mich stört ein bisschen die Schnelligkeit. Ich halte ihn nicht für nicht allzu schnell, aber den Fußball, den José Mourinho möchte, ich glaube, Bastoni ist da der ideale Innenverteidiger. Knallhart, in der Luft stark, autoritär, eine Führungsperson, seriös, ja, eine hohe Arbeitsmoral und auch, glaube ich, für die Kabine, ja, dieser Impact, den man auch braucht, diese Seriosität hinten in der Abwehr. Und ich persönlich würde zu einem Bastoni nicht Nein sagen. Ja, diese Information wollte ich mit euch teilen und ich bin gespannt, was sagt ihr? Würdet ihr einen Bastoni gerne bei Real Madrid sehen oder denkt ihr, nee, Rúben Dias aus Manchester City wäre mir lieber? Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, bewertet gerne das ganze Video in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like da, hypt dieses Video. Wer noch nicht auf Follow gedrückt hat, tut mir den Gefallen, drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein und wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Also, bis dahin. A la Madrid!